Hallo, schön, dass ihr es heute wieder zu einem Video von mir geschafft habt. Ich stelle euch heute Standala vor, ein Spiel von 1997, welches meiner Meinung nach das beste digitale Spiel ist, um Magic auszuleben. Das Ganze ist, wie gesagt, schon erwähnt, 1997 erstellt worden und meiner Meinung nach wesentlich besser als Magic Arena aus diversen Gründen. Fangen wir als erstes an mit der Grafik. Es ist im Pixel-Stil gehalten. Ich muss sagen, vor allem bei alten Spielen bin ich immer ein bisschen wählerisch. Da gibt es manche Spiele, die ich mich einfach nicht traue anzufassen, weil die Grafik wirklich überhaupt nicht meins ist. Aber hier ist es schön nachempfunden. Ich habe jetzt RuneScape noch nicht gespielt, könnte aber eine gewisse Ähnlichkeit damit haben. Vom Grafikstil. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, das Spielziel ist allgemein, die unterschiedlichen Mächte, in dem Fall auch die unterschiedlichen Farben in Schach zu halten. Es wird auch mit so einem Barsystem dann präsentiert, in Form von, wenn alle ganz oben sind, hat man dann noch einen großen Endgegner. Man läuft durch die Welt von eben Chandala und trifft dort auf unterschiedliche Dörfer, Höhlen, Labyrinthe, Schlösser oder auch Friedhöfe. Gruben gibt's auch. Und hat dann mehr oder weniger freiwillige oder unfreiwillige Kämpfe. Was das Ganze auch noch sympathisch macht, ist, dass Karten, die offensichtlich sehr schwach sind oder in Vergessenheit geraten sind oder allgemein nirgendwo mehr Spiel sehen, sind dort umso stärker und du gewinnst so kurios Spiele. Das ist teilweise der Wahnsinn. Wie sieht denn dort der Deckbau aus? Ja, man hat eine unterschiedliche Anzahl an Karten. Hängt mich bitte nicht daran fest, wie viele Karten es insgesamt sind. Ich schaue mal, dass ich irgendeine Übersicht dafür finde. Und ja, nach jedem besiegten Gegner kriegt man dann die Auswahl, ob man Hinweise für eine spezielle Route bekommt oder ob man die Karten nimmt. Am Anfang sollte man immer die Karten nehmen, weil die Hinweise einem nicht so viel bringen. Und in den Dörfern kann man handeln, also da kann man dann die Karten kaufen oder verkaufen. Achtet da immer drauf, da habe ich ewig gebraucht, was eigentlich nicht so schwierig ist. Du musst es immer mit Yes oder No bestätigen und Yes ist einprogrammiert mit Y, aber auf der amerikanischen Tastatur, also wir haben ja Querz und die haben ja QWERTY und dann musst du, um es zu bestätigen, Y drücken. Da dachte ich mir schon, oh schade, jetzt kann ich das Spiel nicht spielen. Und ja, da kann man sich eben sein Deck zusammenbauen. Man muss ein Item bekommen, dass man es außerhalb von Dörfern seine Decks umbearbeiten kann. Da dachte ich mir auch am Anfang, das kann es doch nicht sein, warum kann ich mein Deck nicht bearbeiten? Aber es liegt tatsächlich daran, dass man das vorerst nur in den Dörfern machen kann. Ja, warum finde ich das Spiel jetzt zum Beispiel besser als Magic Arena? Oder es ist generell ein Aufruf an alle, sich jetzt eher mal vielleicht damit auseinanderzusetzen, ältere Spiele zu spielen, weil es einfach so ist, dass du keine Online-Währung hast. Es ist so befreiend und so stressfrei. Klar, es ist jetzt nicht online, das heißt, du spielst gegen den Computer. Aber ich finde im Vergleich zu Arena, wo man dann immer bessere Karten, immer coolere Decks dann, man merkt ja selber, dass Magic immer neuere Sets rausbringt, ist es wirklich eine gelungene Abwechslung. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall die Einzigartigkeit mit den bereits erwähnten Karten, die man dort einsetzen kann. Und ich finde, das Spiel hat so was Zeitloses und es bringt auch einen näher zur, nicht unbedingt Magic-Geschichte, aber wie es so schön klassisch damals gespielt worden ist. Und ja, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, dieses Spiel mal anzufassen. Da gibt es diverse Downloads-Links, wo man sich das Ganze dann kostenlos holen kann. Wenn ich eins finde, ist es unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hat mich sehr gefreut. Grüße, euer David.